Salam alaikum und hallo allerseits. Man möchte täglich Koran lesen und den Segen Gottes und der Worte Gottes durch das Koranlesen immer wieder spüren, doch im hektischen Alltag geht es unter. Heute in diesem Video inshallah einige Tipps, wie wir das Koranlesen in unseren hektischen Alltag mit einbinden können und wirklich, sodass es ein fester Bestandteil wird. Zuallererst, wie bei fast allem im Leben, muss man sich darüber Gedanken machen, warum. Warum möchte ich täglich Koran lesen? Ist es, um ein besserer Muslim zu werden? Ist es, um Gottes Worte jeden Tag zu lesen? Ist es, um einfach diesen Segen zu spüren? Ist es einfach, weil ihr denkt, dass es euch gut tun würde? Also, warum möchtest du jeden Tag Koran lesen? Kommentiert gerne in den Kommentaren, was euer Motiv ist und was für Schwierigkeiten euch auf diesem Weg begegnen, einfach um in den Austausch zu kommen. Und um wieder auf den Punkt zurückzukommen, wenn ihr jetzt dieses Motiv für euch selber festgelegt habt und es zu einem persönlichen Motiv für euch macht, also ein persönliches Ziel, dann fällt es euch viel leichter, alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen und dieses Vorhaben zu erreichen. So, wenn das nun geklärt ist, fangen wir inshallah mit den Tipps und Tricks an. Das allererste, worauf man achten sollte, ist, starte langsam mit deinem Vorhaben. Also setze dir keine Vorhaben und Ziele, die du nicht erreichen kannst und wodurch du direkt demotiviert wirst. Setze dir lieber kleinere Ziele, die du dann Stück für Stück, auf denen du aufbaust und steigerst, sodass du ein positives Gefühl gegenüber diesem Vorhaben hast. Also ob das nun ein Satz ist oder 2 Sätze oder eine Aya oder eine Seite, 2 Seiten. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es ist nicht wichtig an diesem Punkt, wie viel ihr lest, sondern wir müssen uns nochmal hier auf das Ziel aufmerksam machen. Und zwar haben wir uns nicht vorgenommen, den Koran durchzulesen, sondern an diesem Punkt ist unser Ziel, jeden Tag Koran zu lesen. Und auf diesem Ziel, auf diesem Vorhaben müssen wir aufbauen. Und da reicht es vollkommen eben mit einer bestimmten, je nachdem was eure Kapazität ist, mit einem bestimmten Anfang zu starten und dann langsam darauf aufzubauen. Und auch diesen Anfang eben nicht zu hoch setzen, sondern wirklich realistisch schauen, was ist eure Kapazität für jeden Tag. Als nächstes müssen wir schauen, was in unserem Alltag können wir mit einem Teil des Koranlesens ersetzen. Liest du jeden Tag zurzeit einen Roman, so kannst du einen Teil der Zeit des Lesens des Romans zum Lesen des Korans verwenden, jeden Tag. Oder, seien wir mehr realistisch, jeder von uns surft im Internet oder am Handy, also am Laptop im Internet jeden Tag. Und wir könnten einen Teil dieser Zeit zum Koranlesen verwenden. Wir müssen nur wirklich realistisch schauen, wie gestaltet sich unser Alltag und vielleicht auch bewusst schauen, wie wir unseren Alltag gestalten. Dann werden wir auch bewusst diese Zeit für das Koranlesen unterbringen können, inshallah. Falls du noch kein Arabisch lesen kannst, so lass dich davon auch nicht demotivieren, denn es gibt viele Korane heutzutage mit Lautschrift und man könnte Koran einfach laufen lassen und dabei mit der Lautschrift mitlesen. Da wird auch sehr die Konzentration gefordert, denn ihr lest ja sozusagen mit dem Finger mit den Augen, mit dem Mund und ihr hört mit den Ohren. Das heißt, eure gesamte Konzentration ist darauf fokussiert. Und das ist eben auch sehr hilfreich. Natürlich sollte man sich trotzdem darum bemühen, auch die arabische Schrift, das Lesen der arabischen Schrift zu erlernen. Dafür gibt es heutzutage ja genügend Kurse, ob sie in Präsenz sind oder online, das könnt ihr euch selber aussuchen. Aber man sollte sich bemühen, das auf jeden Fall auch zu erlernen. Und als allerletztes und auch ein sehr wichtiger Punkt ist, das Koranlesen jeden Tag zur Ritualgebetszeit zu vollziehen. Denn dieses Ritualgebet 5-mal am Tag gibt sowieso für unseren Tag oder für unseren Alltag eine gewisse Struktur. Und dabei ist es auch eigentlich ziemlich logisch, das Koranlesen einfach dem anzuschließen. Also ob ihr das vorher tut oder nachher, das ist euch überlassen. Aber es ist eben auch eine hilfreiche Methode, um das Koranlesen in den Alltag zu integrieren. Denn ihr macht sowieso Wudu, um das Ritualgebet zu vollziehen. Und im besten Falle nehmt ihr euch Zeit und Ruhe und zieht euch etwas zurück für das Ritualgebet. Und da kann man eben diese Zeit ein bisschen erweitern für das Koranlesen, für das tägliche Koranlesen. Und das ist übrigens auch die morgige Aufgabe in meinem Monat Ramadan Vorbereitung. Ein ausführliches Video habe ich dazu schon gedreht, das könnt ihr gerne auf meinem Kanal euch anschauen, falls ihr wissen wollt, worum es da geht. Die morgige Aufgabe ist inshallah nach oder vor jedem Ritualgebet
etwas Koran zu lesen. Und genau, das ist vielleicht auch eine ganz gute Methode, um das Koranlesen in den hektischen Alltag, den wir irgendwie alle heutzutage führen, zu integrieren, inshallah. Und damit, inshallah, bis bald. Tschüss und Salamu alaikum.